Das letzte Video dieser Staffel. Es geht an die Verschiffung. Bevor es aber soweit ist und wir den Van im Hafen von Panama abgeben, ist noch einiges zu tun. Und bevor wir Panama verlassen, wollen wir natürlich auch noch so viel wie möglich sehen. Insbesondere vom Panama-Kanal, der uns in seinen Bann zieht. Klare Empfehlung, auch wenn es vielleicht von Panama City weiter ist. Das kann doch echt nicht ihr Ernst sein. Aber wir haben jetzt die Dokumente. Aber mit so einer kurzfristigen Veränderung hatten wir echt nicht gerechnet. Hoffentlich geht's mal los. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Der finale Schritt kommt langsam näher in Panama und unserer Reise in Nord- und Mittelamerika. Damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben gerade kurz Mittagspause gemacht auf dem Supermarktparkplatz und dann hat Martin eine E-Mail bekommen von der Verschiffungsgesellschaft, dass in unserem Tipp Fehler ist. In der WIN ist statt einem O eine 0 eingetragen. Ja, das heißt, müssen wir jetzt noch ändern lassen. Aber wie es der Zufall so will, ist die Aduana, wo wir das ändern lassen können, direkt gegenüber vom Supermarkt gewesen. Also wirklich direkt auf einem Fleck. Jetzt mussten wir noch einmal wenden und jetzt fahren wir dahin und hoffen, die können das schnell anpassen. Okay, also das war eine schnelle Nummer. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Wir sind hier auf dem Parkplatz gefahren. Dann hat mich der Eingangsmensch auf Spanisch nicht verstanden, hat seinen Kumpel geholt, der Englisch sprach. Und der hat uns dann direkt durchgeführt zu der richtigen Stelle, hat gesagt, die sollen das machen. Ja, und dann war es nach 5 Minuten erledigt. Ich glaube, das war das schnellste Tipp ändern. Von Fehler finden bis geändert, das es jemals gab. Aber gut für uns. Dann hatten wir direkt nochmal Glück. 2 unserer Solarpaneele haben den Geist aufgegeben und wir haben in Panama einen Anbieter gefunden, der ein passendes und leistungsstarkes Solarpanel für kleines Geld angeboten hat. Wir haben ein neues Solarpanel. Die Leute waren wieder sehr, sehr freundlich. Das Panel ist halt doppelt so groß wie eins vorher. Deswegen fährt jetzt erstmal ein Bett mit und wir müssen ein bisschen langsamer fahren. Weil sonst haben wir es nicht reingekriegt. Und während wir gewartet haben, hat uns Alejandro, der Mitarbeiter, der für uns zuständig war, auch direkt noch ein paar Tipps zu Panama gegeben. Richtig schön. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was an der Küste alles liegt, was wir alles besuchen können. Auch ein paar Restaurant-Tipps bekommen. Das heißt, uns wird bestimmt nicht langweilig die nächsten Tage dann. Guten Morgen aus Panama City. Die Nacht war so semi-ruhig. Irgendeiner hat immer Krach gemacht. Vor allen Dingen in der Werkstatt neben uns wird die ganze Nacht gearbeitet. Und ich stehe jetzt hier schon oben am Dach. Die Panels sind schon weg hier. Und ich werde jetzt erstmal das Dach sauber machen und dann werden wir uns dran machen, das neue Panel zu befestigen. Wir sind gerade ein bisschen von Laden zu Laden gelaufen, weil wir noch ein paar Profile brauchen für das Solarpanel zu befestigen. Aber jetzt haben wir hier einen Laden gefunden, der hat alles. Und da haben wir jetzt 2 Meter Vierkantrohr aus Alu gekauft. Das wird jetzt noch gesägt, kostet irgendwie $13. Also kann man absolut nicht sagen. Und damit sind wir dann die 2 Kilometer zum Stellplatz zurückgelaufen. Wie übrigens vorher auch schon mit einer Sperrholzplatte, die wir zum Bau einer Trennwand besorgt hatten. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem Solarpanel. Um das Solarpanel später zu befestigen, werden an diese Streben Winkel montiert und dann wird es von der Seite verschraubt. Leider gibt es auf dieser Seite keine Winkel. Demzufolge habe ich hier ein Rohr gebaut und das wird jetzt so rangeschraubt und liegt da in der Mitte auf, damit man ein paar Winkel spart. Strebe Nummer 1 ist drin, jetzt fehlen nur noch 3 und ich bin am Schwitzen, das ist unglaublich hier. Die Sonne scheint nicht richtig stark, aber es ist schwül und trotzdem über 30 Grad. Alle Profile sind dran. Jetzt kann es weiter mit dem Elektrokran gehen.
rechts und links ist so ein Millimeter Luft. Das ist schon mächtig, das Panel. Und langsam wird es voll hier. Wir haben jetzt schon eine schöne Aussicht mit so einem schönen Abschlepper hier. Rauskommen wir auch nicht mehr. Aber wäre ja mindestens noch 2 Nächte wahrscheinlich frei. Dass die Mücken nicht auffressen oder der Lärm uns nicht vertreibt. Der Platz hier ist sicherlich nicht der schönste, aber einfach super praktisch und zentral. Hier können wir für die Verschiffung alles vorbereiten. Baumärkte und Co. erreicht man fußläufig und so verbringen wir hier einige Tage und erledigen alle möglichen To-Dos, die schon länger mal anstanden oder vor der Verschiffung einfach noch notwendig wurden. Nach 6 Tagen haben wir es endlich von der Overlande ein bisschen weggeschafft. Und jetzt fahren wir mal auf einen Spot mit Panorama, wobei das Panorama hier schon ganz gut ist. Aber wir fahren jetzt irgendwie über so eine Brücke, die im Prinzip übers Meer geht. Die Cinta Costera Chase ist ein moderner Viadukt in Panama City. Auf 2,6 Kilometern führt die Straße direkt über das Meer und umschließt die historische Altstadt Casco Viejo. Der Amador Causeway verbindet mehrere kleine Inseln mit dem Festland und wurde aus Aushubmaterial des Kanalbaus errichtet. Heute ist Amador ein beliebtes Freizeitgebiet mit Rad- und Spazierwegen, Cafés und weiten Blicken auf den Panamakanal, vorbeiziehende Frachtschiffe und die Skyline von Panama City. Bei klarer Sicht reicht der Blick bis zur Puente de las Americas. Besonders zum Sonnenuntergang zählt Amador zu den schönsten Orten der Stadt. Guten Morgen. Wir verlassen unseren Platz auf der Landzunge gerade wieder. Die Nacht war nicht so richtig entspannt. Da war irgendwie gegen späten Abend noch die Hölle los. Also da war ja jede Menge Stände, es gab Musik und das Schlimmste waren aber die Autos und Motorräder, die sich da irgendwelche Straßenrennen scheinbar gegeben haben. Also ich glaube so ab 1 wurde es ruhiger. Ja, von daher eine Nacht hier war okay. Ja, und jetzt fahren wir weiter zu Miraflores, der Schleuse am Panamakanal und hoffen, dass wir da ein paar Boote sehen. Die Schleuse Miraflores wurde 1914 eröffnet und ist ein Besuchermagnet hier am Panamakanal. In 2 Kammern werden die Schiffe hier um rund 16 Meter zwischen Pazifik und Gatun-See angehoben oder abgesenkt. Der Betrieb läuft rund um die Uhr im Dreischichtsystem, ohne feste Zeiten für eine Richtung. Geschleust wird rund um die Uhr und jeden Tag anders, je nach Verkehrsaufkommen und Planungen der Kanalbehörde. Die genauen Schleusungszeiten kann man online herausfinden. Bei uns bedeutete das, dass wir hier am Morgen oder erst am Nachmittag Schiffe sehen konnten. Also waren wir bereits früh hier, allerdings fast schon zu spät in Bezug auf die Schleusung. Ein paar Schiffe sahen wir trotzdem noch und dann ging es noch ins Kino, um den Dokumentarfilm über die Geschichte, Technik und die globale Bedeutung des Kanals zu sehen. Und der war wirklich toll und sehr sehenswert. Der Panamakanal ist wirklich faszinierend. Und so ging es für uns zurück zu unserem Freistehplatz direkt am Kanal, den wir schon im letzten Video besucht hatten. Der Panamakanal ist eine wichtige Handelsroute und eine der bedeutendsten Ingenieursleistungen der Menschheitsgeschichte. Nach einem gescheiterten französischen Bauversuch wurde das Projekt unter US-amerikanischer Leitung 1914 vollendet. Auf nur 82 Kilometern verbindet der Kanal den Atlantik mit dem Pazifik
und verkürzt weltweite Seewege um tausende Kilometer. Der Bau stellte enorme Herausforderungen dar. Tropische Krankheiten, extreme Regenfälle und Erdrutsche kosteten über 25.000 Menschen das Leben. Erst medizinische Fortschritte und neue Ingenieurmethoden machten den Kanal möglich. Bis heute funktioniert der Panama-Kanal als Wasserstraße mit Schleusen. Schiffe werden mit Hilfe von Süßwasser aus dem Gatun-See angehoben und abgesenkt. Jede Schleusung benötigt Millionen Liter Wasser, was anschließend ins Meer abfließt. Mit der Kanalerweiterung 2016 wurde der Panama-Kanal auch für deutlich größere Schiffe geöffnet. Mit dem Bau neuer Schleusen mit Wassersparbecken konnte der Wasserverbrauch reduziert und ca. 60% des Verbrauchs wiederverwendet werden. Größere Schiffe und effizientere Wassernutzung hat den Wasserverbrauch pro Ladungseinheit erheblich senken können. Nichtsdestotrotz bleibt der Wasserverbrauch und die steigende Wasserknappheit hier eine große Herausforderung. Guten Morgen. Wir sind schon fast eine halbe Stunde unterwegs und es ist gleich 5:30 Uhr, also viel zu früh. Aber wir müssen heute zur Polizeikontrolle, damit wir unser Camper verschiffen können, was hoffentlich in 2 Tagen stattfindet. Also zum ersten Mal seit USA, dass wir selber tanken dürfen. Ich habe nur gesagt, für wie viel Liter. Und dann ist es hoffentlich das letzte Mal bevor der Verschiffung. Wir hatten eigentlich schon gedacht, wir hätten genug getankt. Aber heute Morgen war die Tanknadel mehr oder weniger auf 0. Und wir müssen noch über 100 Kilometer fahren. Also tanken wir nochmal für $20, irgendwie so 22 Liter. So, jetzt erzähl mal, was haben wir heute Morgen schon gemacht? Wir haben gewartet. Und was machen wir jetzt? Warten. Und wieso sind wir dann heute Morgen so früh aufgestanden? Na, um zu warten. Ja, und zwischendrin haben wir auch noch ein bisschen was anderes gemacht, aber eigentlich haben wir wirklich nur gewartet. Die Polizeiinspektion lief ab, dass wir um 6 ungefähr so ein Nummerchen bekommen haben. Wir waren Nummer 5 in der Reihe und dann um kurz nach 7, also über eine Stunde später, ging es dann los. Und ja, das ging eigentlich relativ schnell. Der Polizeibeamte meinte einfach alle mitkommen. Und dann wurde einfach nur die Papiere eingesammelt und die Fahrgestelle nochmal kontrolliert und dann konnten wir auf die andere Straßenseite gehen. Da hat natürlich das Polizeibüro oder was es auch immer war, erst um 8:30 aufgemacht. Also haben wir wieder alle zusammen gewartet. Und dann sind wir da rein, konnten was ausfüllen und mussten dann unseren Fahrzeugschein und das Dokument abgeben. Und wir brauchen noch eine Passkopie, das hat vorher keiner gesagt. Vielleicht ist das auch manchmal tagesformabhängig. Ja, das haben wir jetzt abgegeben und jetzt können wir bis 15 Uhr warten und dann können wir wieder zurück und die Dokumente abholen und dann sind wir fertig mit dem Warten. Und was machen wir bis dahin? Ja, warten, aber wir gehen jetzt mal in die Mall hier. Das ist angeblich eine der größten Malls in Mittelamerika, die Aalborg Mall, und da gehen wir jetzt mal rein und schauen wir mal, wie es da drin so aussieht. Vielleicht ist es auch ein bisschen kühler als hier draußen. Es ist kurz vor 3 und wir haben jetzt hier in so einer Wohnviertel geparkt, weil an der Polizeistation selber war parken unmöglich. Hier gibt es auch ein paar Wachhunde. Und jetzt gehe ich mal hin und hole das Dokument ab. Ist ja gut, ich tue ja noch nichts. Und Jesse bleibt im Auto, falls irgendwas ist. Aber wir hoffen mal, dass sich keiner ranstört, dass wir hier stehen. Ich hab's geschafft. Es ist 4:30. Das kann doch echt nicht ihr Ernst sein. Aber wir haben jetzt die Dokumente. Und ja, es war ein bisschen zeitraubender als gedacht. Wir waren kurz vor 3 da und dann bildete sich so langsam eine Traube mit allen Leuten, die heute Morgen schon da waren. Dann kam irgendwann ein Polizeibeamter raus und meinte, um 15:30 ging es los. Um 15:30 durften dann die ersten 8 rein. Und um 16 Uhr ging es dann los mit Dokument verteilen. Aber das war auch eher so Zufallsprinzip. Und ja, wir waren halt ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, wir waren irgendwie auf Platz 10, die Dokumente bekommen haben. Und das hat dann nochmal eine halbe Stunde gedauert. Naja, aber jetzt haben wir es geschafft und jetzt geht's aus Panama City zum letzten Mal raus.
Wir sind für unsere letzte Nacht im Camper wieder an dem Stellplatz, den wir schon kennen. Die Nachbarschaft hat mal wieder gewechselt. Ja, wir werden nämlich heute nicht mehr viel machen, weil wir nämlich schon ziemlich müde sind. Wir sind schon seit 4:30 Uhr wach. Das heißt, wir machen jetzt noch was zu essen und dann geht's wahrscheinlich zügig ins Bett. Wir haben ja morgen auch noch viel zu tun, damit wir den Camper fertig machen für die Verschiffung. Der zweite Ersatzreifen ist auch nach unten gewandert und der Kanister wandert gleich nach innen. Es gibt scheinbar einen kleinen Kampf auszutragen. Sieht ein bisschen lustig aus, wie sie im Kreis springen. Uiuiui, das ist aber richtig Action jetzt. Dass der Feind von hinten kommt, wissen sie auch nicht. Alter Schwede. Oh, jetzt hat er einen am Hals. Alter, krass. Oh, das sieht schlecht aus für den einen. Ich konnte den Kampf beenden. Als sie näher gekommen sind, sind sie abgehauen. Und beide in verschiedene Richtungen. Aber schon interessant. Nach dem Faultierkampf vor ein paar Wochen haben wir jetzt den Echsenkampf gesehen. Genau so wird unser Schiff auch aussehen. Ich glaube sogar die gleiche Lackierung. Nur der Name ist anders. Und wer Lust hat, kann scheinbar auch mit dem Kreuzfahrtschiff durch den Panama-Kanal fahren. Mit Sicherheit interessant, wenn man dann auch die Schleusen alle mitnimmt. Muss man ja, anders geht's nicht. Noch die eine. Unterteil ist fest, jetzt fehlt das Oberteil noch. Wir sind gleich soweit. Die Sonne brennt und dann geht's los nach Colón. Die letzte Fahrt vor der Verschiffung. Unsere Horo-Partner haben uns gerade überholt. Wir haben gerade noch so schön geschaut, wo unser Schiff ist und haben zu unserer Freude festgestellt, es hat in Texas abgelegt und ist unterwegs, aber ein bisschen verspätet. Und jetzt gerade 15 Kilometer vor Colón kam per WhatsApp die Nachricht, dass wir nicht morgen, sondern übermorgen abgeben sollen, weil das Schiff halt jetzt auch erst statt am 13. am 14. losfährt. Ja. Echt lange keine zusätzliche Verspätung gehabt, aber jetzt. Ja. Also Text hat ja irgendwie zu lange gedauert. Schönen Gruß an die Amis, ne? Danke euch. Das ist wirklich jetzt so kurzfristig. Jetzt haben wir schon überlegt, was wir machen, aber wir haben schon kein Wasser mehr, wir haben alles geputzt, wir haben keine Lebensmittel mehr. Also wir werden jetzt wahrscheinlich einfach 2 Nächte im Hotel bleiben. Aber wir fahren jetzt erstmal ins Hotel, besprechen uns noch mit Jasmin und Rafi und schauen dann mal. Aber mit so einer kurzfristigen Veränderung hatten wir echt nicht gerechnet. Ja, die Info heute Morgen irgendwie gekommen. Um 9, 10 Uhr, da waren wir zwar schon dran mit allem, aber da hatten wir noch Wasser, da hätten wir einfach an dem Platz noch eine Nacht bleiben können, aber jetzt ist es spät. Okay. Das ist aber gut. Wir können unsere Autos beobachten. Und vielleicht unser Starlink nutzen. Ja. Zwei Betten. Oder eigentlich eher 3. Wofür wir so viel Betten haben? Das Bad sieht auch sauber aus. Ja. Das linke mittlere Fenster ist unseres. Und hier unten haben wir geparkt. Das Hotel ist absolut okay und von der Dachterrasse aus können wir sogar die Schiffe und Teile des Hafens sehen. Nichtsdestotrotz ist Colón kein besonders sicheres Pflaster. Uns wurde jedoch ein Platz am Hafen empfohlen, an dem wir gemeinsam den ersten Abend ausklingen lassen. Zeit für Frühstück. Heute mal mit Ausblick. Da fährt ein Schiff unserer Reederei. Nur leider nicht unser Schiff. So eine Verspätung kann ja auch positive Seiten haben. Wir nutzen den gewonnenen Tag, um uns die Schleusen auf der anderen Seite des Panama-Kanals anschauen zu gehen. Wir sind jetzt angekommen hier am Visitor Center Aqua Clara und sind total überrascht. Also
Da unten sind, warte ich zähl mal, 14 Parkplätze. Also scheinbar rechnen die nicht mit vielen selbst herkommenden Besuchern. Wir stehen jetzt hier auf den Busparkplätzen, aber da ist auch nicht wirklich was los. Ja, dabei sieht es von außen auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. Sind wir mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Da wird gerade eins geschleust. Und dann mal schnell hin da. Ja, ich glaube, die Aussicht ist auf jeden Fall sehr gut. Und es sind vielleicht 10 Leute da. Ist auf jeden Fall um Lichtjahre weniger los als bei Miraflores. Die Agua Clara Schleusen liegen auf der Atlantikseite des Panamakanals und wurden 2016 im Zuge der Kanalerweiterung eröffnet. Sie ergänzen die historischen Gatun-Schleusen von 1914 und wurden parallel zum alten System gebaut. Diese Schleusen hier sind auf große Schiffe ausgelegt und nutzen die Wassersparbecken, wie vorhin berichtet. Sie stehen also für die moderne Zukunft des Panamakanals. Wir haben uns jetzt gerade die Schleuse angeschaut, die direkt am Visitor Center ist. Und jetzt kann man entweder mit dem Shuttle oder halt selber auf die andere Seite rüberfahren. Und da kann man sich dann nochmal 2 weitere Schleusen angucken. Um auf die andere Seite zu kommen, müssen wir einmal über den Panamakanal. Und die Brücke ist schon ganz schön groß. Und vor allen Dingen auch hoch. Irgendwie müssen die Schiffe ja drunter durchpassen. Hinten sind die Schleusen, aber man sieht es kaum. Es ist ziemlich schlechte Sicht aufgrund von Regen. Wir sind fast da und wir sehen schon das erste Schiff, aber das ist schon rausgefahren. Aber wir werden bestimmt noch ein paar in der Schleuse sehen. Da ist mal wieder ein Roro-Schiff, aber mal wieder nicht unseres. 4 Menschen da, bei Miraflores waren 400 da. Jetzt befinden wir uns also an den historischen Gatun-Schleusen von 1914 und dem historischen Herzstück des Panamakanals. Seit 1914 heben sie Schiffe in 3 Kammern auf den Gatunsee und sind bis heute in Betrieb. Anders als die neuen Agua Clara Schleusen werden hier vor allem klassische Frachter, kleinere Containerschiffe, Massengutfrachter und Kreuzfahrtschiffe geschleust. Gatun bleibt in Betrieb, weil es zuverlässig und leistungsfähig ist und einen guten Teil des weltweiten Schiffsverkehrs weiterhin effizient abwickelt. Wir dachten übrigens, hier wären viel mehr Schiffe unterwegs. Durch die zeitaufwendige Schleusung sind es jedoch gerade mal durchschnittlich 30 bis 40 Schiffe pro Tag, also 1 bis 2 pro Stunde. Hier ist ja wirklich echt gar nichts los. Auch auf der anderen Seite bei Agua Clara waren halt 10 Leute, aber irgendwie verstehen kann man es nicht. Miraflores ist total voll und hier hat man eine super Sicht auf beiden Seiten. Hier ist man viel näher dran als in Miraflores. Auf der anderen Seite kann man von oben auf die Schiffe drauf gucken. Also klare Empfehlung, auch wenn es vielleicht von Panama City weiter ist, hier hinzufahren, weil es einfach viel, viel besser ist. Und damit verlassen wir diesen interessanten Ort und fahren zurück nach Colón. Das Schiff soll keine weitere Verspätung haben, also heißt es am nächsten Morgen früh aufstehen für die Abgabe unseres Fahrzeugs. Guten Morgen, es ist 7 Uhr und Tag der Verschiffung. Leider regnet es ordentlich, was richtig schlecht ist. Da tragen wir uns ordentlich Wasser mit und Feuchtigkeit in den Camper. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt noch 2, 3 Sachen machen. Und dann fahren wir um 8 Uhr los zum Treffpunkt mit Mangenten. Hoffen wir, dass es bis dahin vielleicht mal aufgehört wird. Gestern haben wir schon mal die Luftentfeuchter aufgestellt und eigentlich waren das Kügelchen, aber hier ist schon alles zu einer Masse geworden. Das heißt, es zieht ordentlich Feuchtigkeit aus der Luft raus, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Aufgrund nämlich der ganzen Feuchtigkeit hier wollen wir vermeiden, dass sich Schimmel im Camper bildet. Und deswegen haben wir 3 Luftentfeuchter aufgestellt. Hoffen wir mal, dass das was bringt und wir keine größeren Probleme nach der Abholung haben. So, das war es. Letzten Vorbereitungen sind getroffen, Batterien sind abgeklemmt. Dann kann es jetzt gleich in einer Dreiviertelstunde losgehen zum Treffpunkt mit Mangenten.
Wir fahren die letzten 2 Kilometer. Ist natürlich nochmal ordentlich Stau, wir sind schön im Berufsverkehr, aber bis hierhin, bis kurz vom Hafen war es zumindest ganz gut vom Verkehr. Und die letzten 2 Kilometer werden wir jetzt hoffentlich auch noch entspannt schaffen. Wir sind da. Jetzt ist die Frage, wo ist unser Agent Boris? Das Wasser läuft einfach die Scheibe runter. Wenn ich es richtig gesehen habe, müssen wir gleich da vorne reinfahren. Da, wo der LKW rauskommt, beziehungsweise eins weiter rechts, wo der LKW reinfährt. Und da soll wohl auch ein Unterstand sein, wo man dann wahrscheinlich die Kontrollen macht. Hoffen wir mal, dass ein Unterstand ist, dass es nicht ganz so nass wird. Wir haben fast 9 Uhr, es hat gerade noch ein bisschen weniger geregnet, deswegen haben Raffi und ich mal ein paar Fotos von unseren Autos gemacht, außen und innen. Das sollten wir somit auch erledigt haben. Ja, Boris ist irgendwie noch unterwegs. Er macht wohl schon mal irgendwas mit dem Tipp, also wahrscheinlich die Kündigung. Und ja, dann schauen wir mal, wann es losgeht. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ja, hoffentlich geht's bald los. Boris ist da und dann ging es irgendwie schnell. Kurz gesprochen, Pass abgegeben und jetzt dürfen wir in den Hafen reinfahren. Okay, also los. Boris hat gerade noch die Nummern kontrolliert, die auf den Batterien stehen und damit sind wir safe mit den Lithiumbatterien. Und sie können aufs Schiff. Dachfenster zu. Zu. Unser Auto fährt weg. Ohne Auto, dafür mit dem Uber. Da wir uns wegen der flexiblen Anpassung der Abgabezeiten erst spontan eine Unterkunft buchen wollten, waren alle passenden Airbnbs bereits ausgebucht und wir mussten für die erste Nacht in ein Hotel gehen. Wir hätten es jedoch deutlich schlechter erwischen können. Am nächsten Tag sind wir dann mit Jasmin und Raffi in das gemeinsame Airbnb umgezogen und hatten auch damit wieder richtig Glück. Wir gehen jetzt los zum Zugfahren. Wir freuen uns schon, das Wetter ist momentan trocken. Mal gucken, ob es so bleibt. Ja, und jetzt geht es erstmal mit dem Uber in Richtung Bahnhof. Die Panama Railway wurde 1855 eröffnet und war eine der ersten interozeanischen Eisenbahnlinien der Welt. Auf nur 76 Kilometern verband sie den Atlantik mit dem Pazifik, Jahrzehnte bevor der Panamakanal existierte. Die Bahn spielte eine zentrale Rolle für den internationalen Handel, für Migration während des Goldrausches und später als logistische Lebensader beim Bau des Panamakanals. Heute hat sich ihre Funktion verändert. Die Panama Railway wird hauptsächlich für den Containertransport zwischen Colón und Panama City genutzt und ermöglicht einen schnellen Umschlag von Gütern zwischen beiden Ozeanen. Ein begrenzter Passagierbetrieb besteht weiterhin, richtet sich jedoch vor allem an Touristen und hat keine Bedeutung mehr für den täglichen Personenverkehr. Wir freuen uns, gemeinsam mit lieben Reisefreunden auch diesen Teil von Panamas Geschichte hautnah erleben zu dürfen. Wir fahren also von Panama City einmal entlang des Panamakanals bis nach Colón und wieder zurück und sehen so die Schiffe, Schleusen und die Plätze, die wir bisher besucht haben, auch nochmal aus anderer Perspektive. Und wie hat dir die Zugfahrt gefallen? War auf jeden Fall sehr cool. Es sollte ja 2 bis 3 Stunden gehen. Jetzt sind wir nach 3 Stunden 15 wieder da. Haben einmal alles gesehen. Ja, und jetzt regnet es. Jetzt müssen wir gucken, dass wir halbwegs trocken ins Airbnb kommen. Wir rufen uns ja eh Uber. So, jetzt sind wir fast wieder da. Unser Airbnb ist nur noch einmal hier über die Straße. Wir liegen echt super zentral. Ja, und heute Abend sind wir noch zum Essen verabredet. Jetzt gerade regnet es auch nicht mehr. Hier hält man es echt ganz gut aus. Also dieser Stadtkern hier, der ist richtig schön. Wenn schon mal zufällig mehrere Reisefreunde an einem Ort sind, nutzen wir das natürlich aus und genießen mal die Annehmlichkeiten der Stadt.
Die Altstadt von Panama City, bekannt als Casco Viejo, wurde 1673 nach der Zerstörung der ursprünglichen Stadt gegründet. Sie war jahrhundertelang ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel zwischen Europa, Südamerika und der Karibik. Heute prägen koloniale Architektur, enge Gassen und restaurierte Gebäude das Stadtbild. Casco Viejo gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und verbindet historische Substanz mit modernem Stadtleben. Und genau das wollen wir erleben. Haben uns deshalb hier die Unterkünfte ausgesucht, um ohne Fahrzeug und dafür zu Fuß ein bisschen das Flair dieses Ortes aufsaugen zu können, bevor wir Mittelamerika verlassen. Das ist schon eins der größten, was wir bisher gesehen haben. Nachdem das Schiff jetzt doch ein bisschen schneller fuhr, als wir es angenommen haben, haben wir relativ spontan gestern noch Flüge gebucht und sind jetzt hier am Flughafen von Panama. Eigentlich wollten wir einen früheren Flug, der wurde gecancelt heute früh. Jetzt sind wir auf den 11 Uhr noch was Flieger, der auch nicht nach Bogota fliegt, sondern nach Medellin. Und von da aus geht es dann nach Cartagena. Genau, also das ist jetzt hier unser letztes Kapitel in Panama, bevor es jetzt auf den südamerikanischen Kontinent geht. Und unser erster Flug seit Reisestart, also ist schon ganz spannend. So, ab geht's in den ersten Flieger. Und damit sehen wir uns in der kommenden Woche auf dem südamerikanischen Kontinent wieder. Ihr seid gespannt, wie gut oder schlecht unsere Verschiffung am Ende tatsächlich funktioniert und wie es für uns in Kolumbien weitergeht? Dann startet mit uns in Staffel 4 unserer Reise. Bis es nächsten Donnerstag damit aber weitergeht, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns, dass euch unsere Videos gefallen und ihr unsere Arbeit daran zu schätzen wisst. Sei es per Like, Abo, Kommentar oder Spende in unsere Dieselkasse. Das bedeutet uns viel und unterstützt uns sehr. Danke und bis nächste Woche!